Leute und willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ist mal wieder soweit, wir müssen quatschen. Ich bin heute Morgen nach dem Aufstehen gemütlich bei einem Kaffee an mein Handy geraten und habe mal geguckt, was mir so vorgeschlagen wird. Und ja, was soll ich sagen, es war mal wieder ein Influencer, ich hasse dieses Wort, ein YouTuber, hätte auch ein Instagrammer oder sonst irgendwas sein können, der Werbung für sowas macht. Ein Wasserfilter. Ich habe die Namen der Produkte heute absichtlich abgeklebt, deswegen sitze ich hier mit meinem Tapebacher und muss euch mal fragen, würdet ihr etwas kaufen, nur weil jemand sagt, kauft das? Wenn ihr nicht wisst, sagen wir, es geht um Wasserfilter, ob ihr die Nutzung im Zweifel überlebt. Denn ja, genau davon reden wir bei solchen Dingern hier, von gesundheitlicher Sicherheit. Dafür sind die Dinger erfunden und dafür sollte man sie auch nutzen. Und nicht, weil, ja, ich habe einen Wasserfilter, steht im Regal. Ist Blödsinn, braucht man nicht, wenn der nur da steht. Anders sieht es bei Krisenvorsorge aus, dann soll er da stehen, irgendwo lichtsicher, am besten die Filterkartuschen noch eingeschweißt, aber anderes Thema. Würdet ihr diesen Wasserfilter hier, Marke egal, kaufen, nur weil jemand sagt, ja, um mal eine Marke zu nennen, ja, ist ja so ähnlich wie Crail. Hier ist so ein Ding und das drückt man durch und kostet nur, ich sage jetzt einfach mal fiktiv, 60 Euro. Wobei das Gegenstück von Crail 100, 120 irgendwie sowas kostet. Wie viel ist denn euer Leben euch wert? Oder besser gesagt, an diejenigen, die die Werbung für irgendwelche billigeren Sachen und den 5829. Wasserfilter, der rauskommt und so ähnlich ist wie Crail. Wie viel ist das Leben eurer Follower, eurer Abonnenten, eurer Community euch wert? Die Gesundheit der Leute, für die ihr das hier macht. Denn die Frage musste ich mir heute Morgen wieder stellen. Ich sehe jemanden, der sagt, ja, hier, ich habe einen neuen Wasserfilter, der ist so ähnlich wie Crail, kostet nur 60 Euro und ja, hier oben ist so ein Ding, das kann man öffnen und das kann man aufmachen und ja, man kann draus trinken, das filtert. Ja, Leute, wenn ihr einen Wasserfilter vorstellt, dann testet doch auch die Funktion von diesen Dingern für das, für was sie da sind, nämlich die Filterwirkung. Hierbei handelt es sich ganz speziell um einen Filter, den ich jetzt hier habe, der bei mehrfachen Tests beim lieben Rocco zum Beispiel gegen einen Crail angetreten ist und bei jedem Test durchgefallen ist. Im Vergleich zum Crail sind hier nachher noch ganz lustige Sachen drin gewesen. Ich weiß nicht mehr, was es war, ob es E. coli war oder auf jeden Fall nichts Gesundes. Wie stellt ihr euch das denn vor? Ihr bescheißt, jetzt mal ganz gezielt angesprochen auf diejenigen, die hier Videos machen. Ihr bescheißt eigentlich eure Community. Die Gesundheit der Community ist euch scheißegal. Ihr bewerbt irgendwas wie, ja, so ein Ding. Sieht cool aus, kann man aufklappen, kann man trinken, viel Spaß damit. Warum testet ihr die Scheiße nicht? Wenn ihr schon Test da drauf schreibt, dann sagt mir doch nachher, dann sagt mir doch nachher bitte nicht nur, wie das Ding aussieht. Das sehe ich selbst. Interessant ist, was drinsteckt und was es kann. Verstehe ich nicht. Und an die Leute da draußen, die diesen Kram sehen und ja, schön, neuer Wasserfilter. Denkt bitte nach. Denkt bitte nach, was eure lieben YouTuber und Instagrammer und was die euch hier so vorschlagen. Denkt bitte nach darüber, ob ihr
gerade dabei seid, Opfer eines, der hat das auch cool zu werden, oder ob euch das Zeug wirklich was bringt. Und das hat auch ein bisschen was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Wenn ihr Leuten folgt, die euch jeden Scheiß andrehen, unbewiesen, also die Wirkung unbewiesen, dann macht euch mal Gedanken, wie direkt und ehrlich die mit euch sind. Und ob die euch nicht nur einfach irgendeinen Scheiß andrehen, weil sie den Kram selber dafür umsonst gekriegt haben, weil sie es halt haben wollten, oder ob sie dafür bezahlt werden. Dasselbe, jetzt mal abgesehen von diesem 60 € Nachbaufilter, der so aussieht wie, dasselbe ist es bei anderen Marken. Ob das jetzt hier Taschenlampen von Amy-Trek sind, die nach, ja, weiß ich nicht, 3-4 Monate Nutzung ist einfach mal das Ladegerät im Arsch. Das Ding lädt nicht mehr. Ich kann das Teil zwar noch benutzen, an sich ist eine coole Lampe, aber die Funktion 100%ig ist halt nicht mehr gegeben. Zumal ich mittlerweile auch rausgekriegt habe, dass es bei bestimmten Firmen immer wieder so ist, dass im Hintergrund irgendwelche mysteriösen Sachen laufen, die nie so wirklich aufgeklärt sind. Und ja, bei der einen oder anderen Firma vielleicht irgendwelche dubiosen Verbindungen nach, sagen wir, Weißrussland oder Russland bestehen. Und ja, will ich alles nicht. Heißt für mich, so ein Kram ist einfach hier, das schaltet aus, das kann man in den Dreck werfen und dann ist es weg. Aber man kann es auch einfach sparen, das wegwerfen zu müssen, indem man es nicht kauft. Das nächste Thema sind Sachen, die seit Ewigkeiten in der Szene unterwegs sind. Komm mal wieder ein Flugzeug hier. Oh, ich hasse die Dinger im Video, aber gut, egal. Willkommen im Leben, es gibt hier Flugzeuge. Das nächste sind so Sachen hier. Urforte. Ne? Ihr kennt das Zeug. Urforte ist seit Ewigkeiten Teil von Survival-Szenen, von ja, wie heißt es, Prepper-Szene, also Leute, die sich vorbereiten. Es gibt ja auch die bösen Prepper, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Es gibt auch normale Menschen, die das tun und sich Gedanken machen, für die übrigens auch funktionierende Wasserfilter ein relevantes Thema sind, aber auch Urforte. Urforte kennt jeder. Und es gibt Leute, die dann sagen, ja, ich bereite mich vor, ich habe das und das gelagert, ich habe den und den Wasserfilter, ich habe Urforte. Aber Urforte hat noch keiner getestet, was ich jetzt übrigens getan habe. An der Stelle will ich euch mal darauf hinweisen, auf den Kanal Stiftung Outdoor Test, da ist das Video zu Urforte übrigens online gegangen, wo es wirklich getestet wurde. Das heißt, es wird gezeigt, ich schmeiße Urforte in Flusswasser, in so einen Liter, warte die 30 Minuten, die angegeben sind, und dann teste ich mal, was da drin noch so lebt. Ein ähnliches und etwas umfangreicheres Video zur chemischen Wasseraufbereitung, zu Urforte und Konkurrenzprodukten oder ähnlichen Sachen, die ich schon vorgestellt habe, wie Kaliumpermanganat. Was man damit so treiben kann, und habe ich auch schon Videos zu gemacht, weil das so ein Ur-Survival-Ding ist. Das wird demnächst bei mir auf dem Kanal kommen oder ist schon draußen, und an der Stelle nerv ich euch auch mal mit, macht mal ein Abo und Glocke an, damit ihr das mitkriegt, wenn chemische Wasseraufbereitung und Funktion und was bringt Urforte wirklich und so interessiert, kommt demnächst bei mir auf dem Kanal. Das Endergebnis, also ich sag mal so, es gibt so viele Sachen, so mystische, heilige Gral-Firmen, wo jeder sagt, ja, ist geil, das ist schon so lange auf dem Markt, und ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber es gibt halt Besseres. Ich meine, guck mal, wenn man schon Werbung macht, als wenn man sich hier hinsetzt vor eine Kamera und hier für irgendwelche Leute labert.
dann macht euch doch macht euch doch selbst mal glaubwürdig und zeigt den Leuten Sachen, mit denen sie auch was anfangen können, die auch funktionieren, die im praktischen Umgang tatsächlich irgendwie Nutzen haben. Und glaubt nicht Herstellern, wenn sie sagen, ja, bei uns im Labor, die haben das Labor dafür bezahlt, du weißt nicht, wie diese Tests genau abgelaufen sind, die schmeißen dich dann mit Norm, DIN, was weiß ich was, zu, und bei uns kam jedes Mal das raus. Und dann stellt sich jemand zum Beispiel wie Rocco hin, testet diese Filter unter, ja, ich sag mal, Feldbedingungen, schickt das in ein Labor, das mit dem Fraunhofer Institut zusammenarbeitet, unabhängiger Wassertest, nicht bezahlt von, und da kommt Scheiße raus. Dann macht euch da mal Gedanken, dass solche Angaben von Firmen nicht unbedingt stimmen müssen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, dass es wichtig ist, sucht euch Leute, die glaubwürdig sind, die diese Tests unabhängig machen, oder macht sie selbst. In bestimmten Bereichen kann man das, so auch bei Urforte, bei diesem Test, was ich gemacht habe. Und ich will da nichts vorausnehmen. Ich habe jetzt einen Werbepartner, das hat einen Grund. Ich gehe nicht her und sage, ich bewerbe jetzt X-Food als Beispiel, weil schmeckt gut und da sind 26 irgendwas drin. Ihr kennt meine Verarschdinger, ihr kennt vielleicht mein Video zur Y-Food. An der Stelle sucht das mal, das ist echt gut geworden und das deckt so ein bisschen auf, was dahinter steckt. Ich bewerbe so einen Müll nicht, wenn ich wissentlich damit jemanden schaden könnte, und wenn es nicht hier ist, dann auf der anderen Seite der Welt. Denn solche Sachen gibt es auch. Es gibt Firmen, die eben, ja, vielleicht aufgekauft wurden oder wo der Produzent einfach Sachen herstellt, neben dem, um was es eigentlich geht, was auf der anderen Seite irgendjemandem schadet. So Thema Wasser abpumpen, sterbende Mütter und Kinder, ja, langes Thema. Guckt euch zum Beispiel dazu das Y-Food-Video an. Ich habe viel in die Richtung gemacht und ich denke, ich werde auch noch viel in diese Richtung machen. Ja, wie gesagt, macht euch Gedanken da draußen als Abonnenten, als YouTube-Schauer. Macht euch einfach mal Gedanken, was die Jungs da draußen, sowas wie ich auch im Endeffekt, euch zeigen, ob das glaubwürdig ist, was die da zeigen. Und, oder ob die einfach nur Werbescheiße vom Hersteller nachplappern. Das hat ja keinen Sinn. Man will ja die Wahrheit über diesen Kram wissen im praktischen Test, denn ihr wollt das praktisch benutzen. Und für die YouTuber, Instagrammer, Influencer, ihr habt alle Grippe, macht ihr euch mal Gedanken darum, ob ihr euch nicht gerade machen wollt für die Leute, für die ihr den Kram bewerbt. Denn letztendlich muss ich mich fragen, ist euch eure Community wichtig? Oder ist das egal, was denen passiert? Denn genau das zeigt ihr letztendlich damit, wenn ihr Müll bewerbt. In diesem Sinne, noch allen schönen Tag. Ich trinke mein Gradbacher aus und ist übrigens nur so Cola-Orange-Mix. Ich habe es nicht so mit Alkohol, ganz selten mal. Und genieße noch ein bisschen die Sonne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Glaubt nicht alles, was ihr hört oder seht.